Seit Jahren wird über die Chatkontrolle diskutiert. Soll endlich mal ein Scanner auf unsere privaten Geräte oder soll vielleicht Verschlüsselung aufgebrochen werden? Und jetzt gibt es Neuerungen und kleiner Spoiler, sie sind nicht unbedingt zu unseren Gunsten. Ja, ihr habt richtig gehört, die Chatkontrolle ist wieder ein Thema. Die EU, dieser charmante Haufen bürokratischer Zauberer, hat beschlossen, dass unsere Chats nicht genug kontrolliert werden, um illegale Aktivitäten durchzuführen. Offenbar sind unsere Memes zu wild, unsere GIFs zu rebellisch und unsere Emojis, naja, zu emotional. Aber fangen wir vorne an. Was ist eigentlich Chatkontrolle? Chatkontrolle, für alle, die die letzten Jahre unter einem Stein gelebt haben oder mich noch nicht abonniert hatten, ist im Grunde genommen der feuchte Traum jedes Überwachungsstaates. Orwell wäre stolz. Es ist die Idee, dass unsere lieben Regierungen das Recht bekommen sollen, unsere privaten Online-Chats zu durchsuchen, um nach illegalen Inhalten zum Beispiel Ausschau halten zu können. Das ist quasi so, als würde man den Postboten bitten, jeden Brief zu öffnen, um zu sehen, ob Oma Ilse vielleicht doch ein internationaler gesuchter Drogenbaron ist. Aber warum, fragt ihr euch, warum zum Teufel sollten Länder so etwas freiwillig einführen? Naja, die offizielle Begründung ist natürlich der Schutz der Kinder. Hätte auch Terrorismus sein können, waren 50-50. Und der kann schon gegen Schutz der Kinder sein, nicht wahr? Das Hauptargument ist, dass man dadurch den Versand von kinderpornografischen Materialien verhindern kann und vielleicht sogar alte Creeps daran hindern kann, Kinder anzuschreiben. Letzteres nennt sich Grooming. Schauen wir uns nachher nochmal an, wie effektiv das ist. Aber lasst uns ehrlich sein, es geht hier um weit mehr als nur den Schutz von Kindern. Es geht eigentlich um die Kontrolle der Kommunikation. Es geht um die Überwachung aller Bürger gleichermaßen und es geht um die Einschränkung unserer Privatsphären. Und warum sollte euch das, liebe technikaffine, privacybewusste Zuschauer, wichtig sein? Naja, weil das eben ganz konkret eure Verschlüsselung bedroht hat. Das zeigen jetzt einige Leaks von Wire. Die haben nämlich einige Materialien und Spanien möchte scheinbar die Verschlüsselung komplett aufbrechen. Schauen wir uns aber nachher genauer an, was da für Optionen im Raum stehen. Sollte das Gesetz erfolgreich sein, könnte es also sein, dass WhatsApp, Signal und Co., aber auch zum Beispiel Anbietern von medizinischen Online-Meetings, also sowas, was in Psychotherapien benutzt wird, verboten wird zu verschlüsseln, damit man dann eben auch im Nachhinein noch gucken kann, was da eigentlich besprochen wurde. Das ist quasi so, als würde man euch bitten, einfach die Haustür permanent offen zu lassen, weil Polizei könnte ja mal nachsehen wollen, ob ihr nicht vielleicht doch heimlich ein Meth-Labor im Keller betreibt. Auch wenn ihr gerade zum Beispiel Therapie habt und über eure Sucht hinwegkommen wollt. Es zwingt im Endeffekt Anbieter jeglicher Form von Kommunikation zum Durchleuchten genau dieser. Völlig egal, ob das jetzt ein Forum über eure psychischen Probleme, der Pornhub-Kommentarbereich, ein Messenger wie WhatsApp, ein Social-Media-Portal oder eine Meeting-Software wie Jitsi ist. Überall, wo man kommunizieren kann, muss überwacht werden. Aber keine Sorge, liebe Zuschauer, es ist nicht alles verloren. Denn wie wir alle wissen, sind unsere Regierungen nicht gerade technikaffin. Sie sind eher wie Onkel Herbert, der immer noch glaubt, dass er das Internet runterladen kann. Also ja, sie könnten versuchen, unsere Verschlüsselung zu brechen, aber die Chancen stehen gut, dass sie dabei nur ihren eigenen Computer zum Absturz bringen. Also, schnappt euch kurz eine Tüte Popcorn, lehnt euch zurück, denn ja, es wird ein bisschen Updates heute geben zu dem Thema. Also, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Nun, es gibt zwei Hauptmethoden, die eingesetzt werden könnten. Die EU ist sich nicht ganz einig, was sie davon bevorzugt. Es wird alles noch diskutiert. Es gibt einmal Client-Side-Scanning und es gibt Server-Side-Scanning. Client-Side-Scanning ist sowas wie der kleine Bruder des Big Brother. Es funktioniert, indem jede einzelne deiner Nachrichten direkt auf deinem Gerät, also im Endeffekt dem Handy, der Playstation, dem PC, dass die gescannt wird, bevor sie überhaupt gesendet wird. Stellt es euch so vor, ihr schreibt einen Liebesbrief und der nervige kleine Bruder liest ihn, bevor ihr den Brief wirklich zugeklebt habt. Das ist Client-Side-Scanning. Nur, dass der kleine Bruder in dem Fall eine KI ist, die darauf programmiert ist, nach bestimmten Schlüsselwörtern, Mustern oder Bildern eben zu suchen. Dann gibt es auf der anderen Seite noch das Server-Side-Scanning. Das ist der große Bruder, der die Nachrichten dann liest, nachdem sie gesendet wurden. Stellt es euch so vor, um das Beispiel weiterzuführen, ihr habt den Liebesbrief in den Briefkasten geworfen, aber der Postbote öffnet ihn und liest ihn, bevor er zugestellt wird. Das ist im Endeffekt das Server-Side-Scanning. Wieder ist der Postbote in dem Fall eine KI, die nach eben den bestimmten Inhalten sucht. Und dann gibt es da diesen großen Unbekannten, diese KI, die all diese Scans durchführt. Sie ist
oder soll sowas sein wie der digitale Sherlock Holmes, ständig auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen und am Muster erkennen. Aber anstatt Verbrecher zu finden, sucht sie eben nach Inhalten, die gegen bestimmte Regeln verstoßen. Und genau wie Sherlock Holmes hat sie eine vielleicht gute Trefferquote, das wissen wir, wenn wir sie genauer angucken können. Allerdings ist sie nicht ohne Falschmeldung, Falsch-Positiv-Meldung, das heißt, sie erkennt Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Und unschuldige Leute werden dadurch vielleicht ins Visier genommen. Aber hey, niemand ist perfekt, oder? Mit diesen 3 Komponenten kommen natürlich ein paar Probleme, die uns überrollen wie ein digitaler LKW. Für Client-Side-Scanning gibt es 2 Möglichkeiten wieder, wie man das machen kann. Wir könnten einmal jede einzelne App dazu bringen, diese Scan-KI bei sich einzubauen. Das betrifft dann aber natürlich auch Open-Source-Software wie Signal oder Threema, die eine nicht offene KI bei sich dann einbauen müssten. Denn wäre die KI für alle öffentlich einsehbar, könnte man ja im Vorfeld prüfen, ob das dann erkannt wird und es dann einfach zum Beispiel leicht ändern, indem man ein paar Pixel in den Ecken verändert, sodass eben nichts mehr erkannt wird. Das heißt, Open Source ist dann so gut wie unmöglich. Der wahrscheinliche Fall, dass die Messenger das allerdings nicht bei sich einbauen wollen und nicht akzeptieren, würde bedeuten, dass sie dann einfach nicht mehr in den App Stores von Android und Apple liegen dürfen. Ihr seht also, dass das relativ leicht umgangen werden kann, natürlich, indem man sich einfach die APK direkt von der Website runterlädt, aber dazu braucht man ein gewisses technisches Verständnis, was Kriminelle wahrscheinlich eher haben als die Allgemeinbevölkerung. Naja, die zweite Möglichkeit wäre, die Betriebssysteme zum Scannen zu zwingen. Das wäre vermutlich einfacher durchzusetzen, da Google, Apple und Windows kooperieren müssen, weil der Markt in der EU einfach zu wichtig ist. Unschön wird's für Linux, denn diese Form der Chatkontrolle würde eine Art Staatstrojaner vorinstallieren auf jedem Gerät, was per se schon eine Sicherheitslücke ist. Und ich habe Zweifel, dass Linux oder Serverbetreiber, die ja auch Linux nutzen müssen, das so freiwillig tun werden. Klappt also auch nicht ganz so gut. Bleibt also nur noch das Server-Side-Scanning, nicht wahr? Naja, hier passiert auf eurem Gerät überhaupt nichts. Dafür wird die Nachricht auf dem Server, also nach dem Senden versandt, nachdem ihr quasi den Brief schon zugeklebt habt. Doof nur, dass man also dafür entschlüsseln muss. Das heißt, das wäre dann gleichbedeutend mit einem Verschlüsselungsverbot. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Politik solche tollen Ideen hat. Was es davon also am Ende wird, steht noch nicht fest, aber jede Option ist eher ungeil. Gut, die Lage in Deutschland ist, wie drücke ich das nett aus, gespalten, wie immer bei den Themen in der jüngsten Vergangenheit. Die Ampelkoalition in Deutschland ist sich nämlich überhaupt nicht einig über die Chatkontrolle. Die SPD, vertreten durch Innenministerin Nancy Faeser, ist manchmal dafür, unverschlüsselte Chats und Nachrichten zu durchleuchten. Die FDP und die Grünen hingegen kritisieren diese Chatkontrolle Light, wie sie genannt wird, also dass eben nur die unverschlüsselten Dinge gescannt werden dürfen. Sie argumentieren, dass auch das Scannen von unverschlüsselter Kommunikation, was übrigens derzeit schon von den Anbietern gemacht werden darf, ein gefährlicher Eingriff in die Grundrechte aller Nutzer darstellt. Die FDP ist sich mit den Grünen hier einig. Das an sich zeigt ja schon einiges. Beide fordern explizit interpersonelle Kommunikationsdienste wie E-Mail und Messenger sowie persönliche Cloud-Speicher auszuschließen. Das ist aber irgendwie der einzige Sinn von der Chatkontrolle. Also kann man wohl sagen, die sind dagegen. Nancy Faeser scheint nicht so ganz bereit zu sein, sich auf irgendwas einzulassen. Sie besteht darauf, dass unverschlüsselte Daten auf den Servern der Anbieter gescannt werden können. Fun Fact: Im Koalitionsvertrag steht explizit drin, dass Chatkontrolle nicht mal in Frage kommt. Also gar nicht. Die CDU, für alle, die sich das überhaupt fragen, ist natürlich ausnahmslos dafür. Die SPD ist sogar noch mehr verhalten als die CDU. Es gab einige Berichte, dass Frau Faeser nun doch dagegen sei oder nur für Client-Side-Scanning, weil dabei Verschlüsselung weiterhin möglich ist und das essentiell zum Schutz der Kinder ist. Oder dass sie nur pro Server-Side-Scanning ist, weil Client-Side wäre ja zu invasiv. Naja, kurzum, sie ist alles andere als irgendwie sicher für irgendwas, aber die einzige in der aktuellen Regierung, die nicht komplett dagegen ist. Immerhin. Was die EU-Mitgliedstaaten angeht, ist die Sache nicht einfacher. Man ist sich auch hier nicht einig, überhaupt nicht. Dennoch, es scheint, als ob George Orwells 1984 in der EU ein ganzes Stückchen näher Richtung Wirklichkeit gerückt ist in letzter Zeit. Eine Mehrheit des EU-Ministerrats ist dafür, die Kontrolle von privaten Chatnachrichten nicht nur
zu akzeptieren, sondern auf Audiokommunikation auszuweiten. Alles im Namen des Kinderschutzes. Ja, richtig gehört. Sie wollen auch Sprachnachrichten scannen. Wir wissen ja, wie gut KI das kann, ne? Und das ist nicht alles. Auch Telefonanrufe und Nachrichten auf Online-Anrufbeantwortern könnten betroffen sein. Ebenso natürlich wie Live-Kommunikation via Meeting-Software oder ihr guckt euch ein Video an. Und von dem Leak, dass Spanien und Polen richtig hart dafür sind und sogar Verschlüsselung komplett aufbrechen wollen, also Server-Side-Scanning haben wollen, habe ich euch ja schon erzählt. Datenschützer warnen vor diesem Schritt, da er tief in die Grundrechte einschneiden würde. Die Privatheit des gesprochenen Wortes genießt in einigen Mitgliedstaaten einen besonderen Schutz. Aber wer braucht schon Privatsphäre, wenn man stattdessen eine Live-Überwachung haben kann, nicht wahr? Willkommen also in der Welt der rechtlichen Grauzonen, wo Grundrechte auf dem Altar der Sicherheit geopfert werden. Hier ist eine kleine Einführung in das, was wir gelegentlich Recht nennen oder wie wir es gerne eher nennen würden. Das passiert, wenn Politiker versuchen, Technologie zu verstehen. Zunächst einmal die EU-Grundrechte-Charta. Sie ist sowas wie das heilige Buch der EU, das alle unsere Grundrechte schützen soll. Denn das tut sie nur irgendwie theoretisch. Naja, in der Praxis scheint es, als ob einige unserer Politiker sie eher als dekoratives Element im Bücherregal betrachten. Anyways, die Chatkontrolle könnte gegen das Recht auf Privatsphäre verstoßen, das in der EU-Grundrechte-Charta verankert ist. Wer hätte das gedacht? Dieses Recht schützt persönliche Kommunikation vor unerwünschter Überwachung und Eingriffen. Darüber hinaus könnte die Chatkontrolle auch gegen den Artikel verstoßen, der den Schutz personenbezogener Daten garantiert. Dieses Recht stellt sicher, dass persönliche Daten einschließlich eurer Online-Kommunikation nur mit eurer Zustimmung und für legitime Zwecke verwendet werden darf. Die Chatkontrolle, so argumentieren viele Experten und Juristen, könnte also ziemlich direkt gegen diese heilige Charta verstoßen. Aber hey, wer braucht schon die Privatsphäre und Datenschutz, wenn man eben diese Online-Überwachung haben kann? Es gibt aber noch mehr Kritik. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen das sogenannte Client-Side-Scanning, also das, was wir vorhin erklärt haben, was auf eurem Gerät läuft. Die Kritiker argumentieren, dass die Chatkontrolle einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Heute scannen wir vielleicht auf illegale Inhalte wie Kinderpornografie, morgen vielleicht auf politische Meinungen, die der Regierung vielleicht nicht ganz gefallen. Und es ist nicht ganz klar, wo wir die Grenze ziehen. Und ja, dafür gibt es ein sehr tolles, jüngstes Beispiel bezogen auf das Gesetz zu Hassrede, das wir in Deutschland haben. Das wurde gerade vor kurzem etwas zweckentfremdet. Ein Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung digitaler Gewalt gedacht war, wird nun dazu genutzt, Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen. Das ist so, als würde man ein Gesetz gegen Autodiebstahl dazu verwenden, um Leute zu bestrafen, die ihre Autos falsch parken. Es ist nicht nur eine völlige Übertreibung, sondern es stellt auch die Frage, was kommt als nächstes? Werden wir bald Gesetze sehen, die darauf abzielen, jede Form von unerwünschtem Verhalten im Internet insgesamt zu kriminalisieren? Und wer entscheidet eigentlich, was unerwünscht ist? Es ist ein rutschiger Hang, meine Lieben, und es sieht so aus, als würden wir gerade darauf Skifahren. Außerdem gibt es das Problem der Fehlalarme. Kein Algorithmus ist perfekt. Habt ihr hoffentlich alle schon gemerkt, dass man ChatGPT vor Abgabe der Hausaufgaben zumindest kurz fact-checken sollte, oder? Und ja, dadurch besteht natürlich immer die Gefahr, dass legitime Nachrichten fälschlicherweise als illegal markiert werden. Und dann gibt es ja noch das Risiko, dass die Technologie in die falschen Hände gerät. Wenn Hacker Zugang zu dieser Technologie bekommen, könnten sie potenziell für ihre eigenen Zwecke alles missbrauchen, wie zum Beispiel all unsere privaten Nachrichten und uns kennenlernen wie ein Buch und uns dann via Social Engineering abziehen. Hacker lieben diesen Trick. Aber keine Sorge, es gibt auch gute Nachrichten. Einige Experten sind der Meinung, dass die Chatkontrolle in ihrer jetzigen Form genau aus diesen ganzen Gründen vor dem Europäischen Gerichtshof sowieso scheitern wird. Allein, dass das Ganze jetzt noch weiter diskutiert wird, ist, als würde man sagen, ja gut, also wir wissen, dass wir gegen Grundrechte verstoßen, aber keine Sorge, die Richter werden uns wahrscheinlich sowieso dafür bestrafen. Beruhigend, oder? Anschließend kann man ja wieder feiern, wie toll die eigenen Gerichte sind. Politisch ist das ganze Thema also eine richtige Shitshow. Rechtlich ist es nicht mal ansatzweise haltbar. Die Frage ist nun also eher, warum diskutieren wir das überhaupt noch? Politisch gesehen sind Erfolge immer was Tolles. Man wird wiedergewählt und man kann lange von diesen Erfolgen erzählen. Stellt euch vor, ihr könnt Kindesmissbrauch auch nur ein bisschen reduzieren. Oder zumindest habt ihr es versucht, bis dann böse Aktivisten euch daran gehindert haben,
weil Grundrechte. Kommt das Gesetz durch, wird es entweder nicht lange bleiben und als ein Versuch, etwas zum Schutz der Kinder zu tun, abgestempelt. Die CDU, auf deren Mist das Ding gewachsen ist, kann groß rauskommen bei der nächsten EU-Wahl. Oder Fall 2, das Gesetz schafft es nicht. Dann kann man schön mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, denen sind unsere Kinder nicht wichtig. Oder natürlich Fall 3, das Gesetz kommt und bleibt. In dem Fall passiert zwar wenig Gutes für die Kinder, aber ein weiteres Gesetz zur Kontrolle ist da. Und auch das ist natürlich dann ein Win. Man kann also nur gewinnen. Und das liegt an der großen technischen Unwissenheit. Nicht unbedingt in der Politik, vor allem in der Bevölkerung. Es scheint, dass 80% der Jugendlichen in Deutschland, ja, die gleichen Leute, die wir ständig beschuldigen, keine Ahnung von Datenschutz zu haben, die Chatkontrolle ablehnen. Überraschung, Überraschung. Sie mögen es nicht, wenn ihre persönlichen Nachrichten nach verdächtigen Inhalten durchsucht werden. Wer hätte das gedacht? Und jetzt haltet euch fest, denn es wird noch ein bisschen besser. 40% dieser Jugendlichen verschicken selbst intime Fotos. Und nein, wir reden hier nicht von Duckface-Selfies. Diese Fotos könnten nach den EU-Plänen zur automatischen Weiterleitung an Unternehmensmitarbeiter, EU-Mitarbeiter und Polizeibeamte führen. Stellt euch das mal vor, ein Haufen Beamter, die eure Nacktfotos durchsehen. Klingt nach einer tollen Schutzmaßnahme, oder? 87% der minderjährigen Befragten fühlten sich ziemlich unwohl dabei, sich politisch zu engagieren oder ihre Sexualität zu erkunden, wenn ihre Gespräche gescannt würden. Naja, ich kann mir vorstellen, warum. Und jetzt kommt der beste Teil. Nur 1% der Minderjährigen glauben, dass das Scannen der gesamten privaten Kommunikation auf schädliches Material der effektivste und angemessenste Weg ist, sie vor Schaden im Internet zu schützen. 1%. Das ist weniger als die Anzahl der Leute, die immer noch Internet Explorer verwenden. Tja, aber wählen gehen dürfen die halt nicht, würden sich aber sogar mit solchen Bildern selbst strafbar machen. Das schützt Kinder also nicht unbedingt, eher im Gegenteil. Deswegen sind auch einige Kinderschutzorganisationen gegen die Chatkontrolle. Und tatsächlich ist das alles auch gar nicht der effektivste Weg, Kinder zu schützen. Stellt euch vor, wir würden tatsächlich in eine Welt investieren, in der die Menschen, die unsere Kinder schützen wollen, auch die Werkzeuge und das Wissen haben, das zu tun. Das wäre ja innovativ, oder? Ja, ich spreche von einer Welt, in der ein Jugendamtsmitarbeiter weiß, was ein VPN ist und nicht denkt, dass es sich dabei um eine neue Art von Impfstoff handelt. Und wo ein Ermittler weiß, dass Darknet nicht der Titel eines neuen Marvel-Films ist. Durch verantwortungsbewussten Umgang mit diesem Neuland wird es plötzlich deutlich ungefährlicher darin. Auf der anderen Seite schützt Chatkontrolle nicht davor, dass man trotzdem ein gewisses Technikverständnis hat. Oder habt ihr mitbekommen, dass Discord einen Leak hatte? Das passiert heute so oft, dass man einfach wissen muss, was Phishing ist und wie man sowas erkennt. Und ja, das gilt auch für Eltern. Oder aber man lässt das mit dem Internet halt komplett sein. Ich darf ja auch nicht zum Beispiel einfach Auto fahren, auch wenn ich noch gar keinen Führerschein habe, oder? Vielleicht sollten wir Cybersecurity und Medienkompetenz einfach zum Pflichtfach machen, anstatt zu hoffen, dass sie das alles irgendwie auf TikTok lernen. Moment, nee, macht das nicht, das macht mich arbeitslos. Es ist 2023 und wir können Menschen fast auf den Mars schicken, aber wir können kein Missbrauchsmaterial aus dem Internet entfernen? Vielleicht sollten wir Elon Musk einfach bitten, eine Rakete zu bauen, die Missbrauchsmaterial ins All schießt oder sowas. Vielleicht klappt das besser. Oder noch besser, wie wäre es einfach, wenn wir ganz innovativ zusammenarbeiten und das Ganze einfach löschen, anstatt uns gegenseitig zu beschuldigen. Von mir aus diskutiert lieber, ob KI zugelassen wird. Da gibt es wenigstens Pro und Contra für. Und schließlich, wie wäre es, wenn wir diejenigen, die am meisten von diesen Entscheidungen betroffen sind, tatsächlich einbeziehen würden? Ja, ich spreche von Kindern und Jugendlichen. Ich weiß, komplett verrückte Idee, sie zu fragen, was das Beste für sie ist, während wir unsere Passwörter auf Post-it schreiben. Aber manchmal sind junge Menschen kompetenter, als man denkt. Oder würdet ihr eher eine 65-jährige Frau nach Hilfe mit einem Instagram-Filter fragen, als eine 15-jährige? Und zum Schluss eine Idee, die so absurd ist, dass sie vielleicht sogar funktionieren könnte. Wie wäre es, wenn wir die Polizei einfach besser ausstatten und ausbilden würden, anstatt unsere Privatsphäre einfach zu opfern? Und ja, vielleicht könnten wir ja sogar etwas Geld und vor allem eingesparte Polizeikräfte aus der Legalisierung von Cannabis zum Beispiel bekommen. Stellt euch das mal vor, die Polizei kann dann tatsächlich Zeit und Ressourcen haben, um echte Verbrechen zu bekämpfen, anstatt jeden Teenager zu jagen, der einen Joint raucht. Wow! Aber ich weiß, das klingt wahrscheinlich ein bisschen zu logisch. Deswegen hier mein Fazit.
Wann die Chatkontrolle kommt, steht noch nicht fest. Weder in der EU ist man sich einig, noch in Deutschland. Allerdings sieht es in der EU nicht besonders gut aus, vor allem in den anderen Ländern. Und dass aus Deutschland kein deutliches Nein kommt, sondern ständig hin und her geschwankt wird, ist ein bisschen peinlich, wenn ihr mich fragt. Vor allem für die schwankende Nancy Faeser aus der SPD. Für den Rest der EU gilt, die Mehrheit befürwortet Audio-Chat-Kontrolle. Es wird also vermutlich eine Version der Chat-Kontrolle in irgendeiner Weise kommen. Und dann wahrscheinlich relativ schnell wieder vom EuGH verboten werden, zumindest hoffe ich das. Dieses ganze Hin und Her erweckt bei vielen den Eindruck, dass man sich engagiert. In mir verstärkt es aber irgendwie nur das Gefühl der Arbeitsverweigerung, die in der Politik irgendwie normal geworden scheint. Sinnfreie Gesetze beschließen, nur damit man sich nicht ernsthaft für Jugendschutz einsetzen muss und sich wirklich mal über Bildung, auch für Erwachsene übrigens in diesem Land, Gedanken machen muss. Da fällt mir nur noch eins ein. Wo ist eigentlich unsere Überwachungsgesamtrechnung? Die wurde uns auch übrigens im Koalitionsvertrag 2021 versprochen. Und zwar bis Ende 2023. Bislang habe ich davon noch gar nichts gehört und so lange geht das Jahr auch nicht mehr. Oder bleibt auch das ein weiterer Fall von Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und entschuldigt bitte die Mütze, ich habe immer noch eine Mittelohrentzündung, aber es geht allmählich wieder besser.